Hallo Trekkies, willkommen im Noppenstein-Studio. Ich bin der Marco. Auch von mir ein ganz herzliches Willkommen. Ich bin der Klaus. Ich habe das auch versucht, hier wieder Marco, aber ich kriege das nicht hin. Übung macht den Meister. So, ja, das erste Video, was wir gemacht haben zum Thema Star Trek, ist ja irgendwie relativ gut angekommen. Ne? Und das haben wir auch schon vor einer ganzen Weile gedreht und es hat sich seitdem was getan. Wir haben ganz viel zum Zeigen. Aber ich finde das toll. Ich finde das toll, dass wir die Begeisterung an all diesen Sachen mit euch teilen können, dass wir da nicht nur euren Nerv, sondern das ist natürlich auch unser Nerv, den wir da getroffen haben. Ne? Darum sitzt ja hier auch der Richtige neben mir. Marco kennt sich, das wisst ihr, mit jeden Steinen und Steinevariationen aus, aber auch super toll mit dem ganzen Star Trek-Universum. Ne? Ich liebe die verschiedenen Serien. Die einen mehr als die anderen, aber ich habe viel geschaut. Und ich habe jetzt in den letzten Monaten auch wieder mal so einiges nochmal wieder reingeschaut, um mich da wieder auf den neuesten Stand zu bringen. Von daher ist, glaube ich, auch das Beste, ich halte mich direkt ein bisschen zurück, Marco, weil sonst erzähle ich hier womöglich noch Quatsch. Du kannst das viel besser. Wir zeigen heute auf jeden Fall mal die 6 Modelle aus der Small Size Serie. Die werden auch den Anfang der ersten Welle machen. Dann zeigen wir euch ein paar 1:1 Gadgets und dann haben wir noch Updates der Medium-Size-Schiffe, die noch ein bisschen modifiziert sind, wo wir schon sehen, was an Prints draufkommen wird. Alles, was wir euch zeigen hier, sind aber noch Prototypen. Da kann sich immer noch ein bisschen was ändern und. Aber wir wollen euch natürlich nicht zu lange auf die Folter spannen. Darum zeigen wir euch hier heute schon mal das, was wir euch im Moment schon zeigen können. Also, Marco, leg los. Die Farben, wie du sagtest, Prototypen, die Farben hier sind natürlich noch total wild. Bei uns im Shop seht ihr die Farben, wie sie momentan angedacht sind, aber auch was einzelne kleine Eckchen der Bauweise angeht oder auch was die Farbgebung angeht, kann sich noch was ändern. Das sind Lizenzprodukte, alles wird abgenommen von den Lizenzgebern, alles wird von uns auch noch getestet, ob alles so richtig funktioniert mit den Teilen. Das ist alles noch Work in Progress. Ja, aber wir arbeiten dran. Was haben wir hier? Und den größten Hammer hast du ja eben schon so im Nebensatz verraten. Ne? Er hat Prinz gesagt. Das wollte ich ja eigentlich viel später verraten. Entschuldigung, Marco. Keine Sticker. Keine Sticker. Gar keine Sticker? Das steht noch nicht ganz genau fest. Also es ist durchaus möglich, dass wir hier oder da Sticker verwenden als Add-on. Also wir werden nichts als Sticker machen, was für das Design des Modells wichtig ist. Ja, also die Schiffsbezeichnung zum Beispiel, die wird in jedem Fall als Print sein. Die Schilder, die wir unten dran haben, die werden in Print sein. Das geht auch. Es mag sein, dass es dann noch Sachen geben wird, die jetzt für das Design nicht so entscheidend sind, sondern eher ein Nice to have und die sich rein technisch einfach als Print nicht realisieren lassen. Das muss ja dann auch, wenn du jetzt hier, was weiß ich, beim großen Schiff viele verschiedene Bausteine hast oder gleiche Bausteine mit unterschiedlichen Drucken, zum Beispiel für so Fenster, um das anzudeuten oder so. Das geht dann einfach im Print nicht wirklich. Man muss ja dann die Sachen auch in der Anleitung finden und so weiter. Das werden dann aber nur Sachen sein, wo wir hier im Team ganz klar sagen, das ist jetzt etwas, das braucht man eigentlich sowieso nicht für das Modell. Also das, was man braucht, damit das Modell gut ist, damit das Modell dem Original entspricht und so weiter, das werden Prints sein. Man wird es, selbst wenn wir Sticker vielleicht im einen oder anderen Fall, wie gesagt, als Add-on beilegen, wird es das Modell nicht schlechter machen, wenn man die Sticker nicht aufbringt. Jawohl. Kommen wir mal zu den kleinen Modellen. Also haben wir erstmal hier die, ich sag mal, Original Enterprise der Serie aus den 60ern, ne, mit Captain Kirk, Spock und so weiter. Also, wir haben ja auch im September jetzt Jubiläum, ne? Ja. 55 Jahre, glaube ich, ist richtig? Ich glaube ja. NCC 1701 ist die Kennung, noch kein A, B, C, D, E und so weiter. Kleines Modell und
was ich auch sehr schön finde, natürlich das angedeutete Sternflottensymbol als Standfuß. Das haben wir bei der Enterprise D. Welche Farbe hat der Standfuß Galaxy Class in der Endversion? Ist es grau oder ist das so ein Goldgelb? Ich meine, es ist sogar ein Gold. Wir blenden bei jedem Modell auch nochmal das Bild ein, wie wir es bei uns im Shop schon anzeigen. Und ansonsten findet ihr all diese Modelle ja auch bei uns im Online-Shop. Es ist im oberen Bereich schon ein Banner zu dem Star Trek-Thema. Wenn ihr da draufklickt, dann seht ihr alle Ankündigungen, die wir zum Thema Star Trek bisher drin haben. Ja, das Banner zeigt dann auch schon mal so das typische Branding der Packungen. Das ist vom Lizenzgeber vorgegeben. Also ob das jetzt ein Revell-Baukasten einer Enterprise ist oder eine Enterprise von uns, der Großteil der Packungen sieht irgendwie ziemlich gleich aus. Ziemlich ähnlich, finde ich jetzt auch nicht schlecht, um da eine gewisse Wiedererkennung zu haben. Genau. Wir können hier auch mal so eine Verpackung nach aktuellem Stand einblenden. Wir haben hier die Enterprise D, ne? Jean-Luc Picard, Next Generation, die Galaxy Class. Das Schiff hat so 280 Meter Länge gehabt. Hier sind wir schon bei 626 Meter. Ganz anderes Schiff, andere Generation, Next Generation. Ne? Das könnte man ja fast mit einem Mid-Size-Schiff kombinieren, das kleine Small-Size, und wäre fast im gleichen Maßstab. Das wäre dann grob im gleichen Maßstab, richtig. Interessant. Hier haben wir auch das Sternflottensymbol unten. Hier jetzt nicht. Das ergab bei diesem Runden jetzt nicht so viel Sinn. Hier haben wir die DS9 schön mit diesen Technik-Elementen als Ring. Also stabiler geht es in dem Maßstab natürlich nicht. Also das ist klasse. Das ist ein sehr beliebtes Thema, ne? Ich habe auch das Video vom Held der Steine gesehen. Also da kommt der ja auch ins Schwärmen. Ja, ja. Er meint, also einige Leute schreiben, sie brauchen die DS9 definitiv in groß. Ich glaube, ich darf nicht über Dinge reden, die ich hinten sehe. Deswegen sage ich dazu, ich wünsche mir das auch. Aber das interessiert uns schon, ja. Also schreibt uns ruhig in die Videos bitte immer mal wieder rein, was ihr so als nächstes haben werdet. Wir werden noch eine ganze Menge machen in diesem Thema, ganz klar. Aber wir machen natürlich immer gerne zuerst auch das, was ihr zuerst haben möchtet, ne? Und man sieht da schon auch so das hängt schon ein bisschen auch vom Alter ab, so wer welche Serie bevorzugt. Ja. Ne? Ich finde das besonders toll. Ich habe davon zu Hause, seit einigen Monaten liegt es hier als Referenzmaterial aus so ein technisches Handbuch. Ich weiß beispielsweise, dass hier in diesen großen Pylonen Erz verarbeitet wird und hier die Verteidigungssysteme drin stecken in diesen kleineren Pylonen. Also ganz interessant. Technisches Handbuch, weiß nicht, ob es das noch gibt, aber damals habe ich es mir mal gekauft. Also DS9, Deep Space Nine, eine eigentlich kardassianische Raumstation, Terek Nor, wird dann von der Sternflotte genutzt, Dominion War und so. Schaut die Serie, sie ist toll. Hier haben wir jetzt die Voyager. Und natürlich, viele haben es schon erkannt, bei der Voyager gehört es sich, dass die Warp-Gondeln, bevor das Schiff in Warpflug geht, so nach oben fahren, sieht man bereits am Ende des Intros. Also man muss nur Folge 1 einmal sehen, wie das Schiff wegfliegt. Diese Warp-Gondeln klappen hoch. Und das war damals, ich habe das zum ersten Mal gesehen, dachte mir, wow, das ist ja mal was ganz Neues. Die Warp-Gondeln bewegen sich. Das muss unser Modell natürlich auch können. Das sind so für mich die beiden populärsten. Also die habe ich geguckt, da gab es nur ARD und ZDF, Original Series. Und dann war irgendwie eine Zeit lang, hat man dann so mit 25, 30 andere Sachen im Kopf. Und hier bei Voyager bin ich dann irgendwie wieder eingestiegen. Ja, ich fand DS9 besonders toll. Vor allem als dann, es ist ja eine Raumstation, das ist schon ein bisschen statisch. Sie haben diese Runabout, Danube-Class Shuttles, diese großen, 23 Meter langen Shuttles, mit denen sie so ein bisschen rumfliegen, die auch Warp können. Aber dann kamen diese Dominion-Kriege und dann legte zum ersten Mal die Defiant an der Station an, mit Tarnvorrichtung. Dieses Schiff, toll. Ist auch in dem technischen Handbuch drin. Ich habe die Bodenpläne, ich weiß, was auf jedem Deck los ist bei diesem Schiff. Ich habe gehört, die sollen wir auch als Modell bringen. Ja, eingeschalteter Tarnvorrichtung. Das habe ich. Ja. Dann haben wir hier einen klingonischen Bird of Prey. Der, wie heißt es, Birell-Klasse, glaube ich. Der ist lustig, weil den gibt es als kleinen Zerstörer.
Und als Kreuzer, da ist er irgendwie so und so viel, Faktor so und so viel größer, sieht aber genauso aus. Okay. Also ich glaube, da wurden auch einfach Modelle, die sie halt hatten in den Studios, wiederverwendet, weil ein Schiff, egal, auf jeden Fall ist es schön, es wird natürlich in diesem Grünton werden. Ja. Und hier unten, das Ganze ist ja das klingonische das Zeichen des klingonischen Imperiums, dieser dreizackige Ich muss mal gucken, ob Stern. ich das hier ohne alles auseinanderzureißen. Ja, Jawohl. finde ich cool gemacht. Der wird natürlich rot sein dann, oder dunkelrot, wie sich das gehört. Also auch da haben wir das Hoheitszeichen dabei, Finde ich schön. wie sich das gehört. Und hier haben wir den berühmten Borg Cube. Den Die kleinen fand ich Borg übrigens Cube. auch immer gut, die Borgs. Also Ja, sehen ja Widerstand ist eigentlich nicht zwecklos. sympathisch aus, aber irgendwie Die haben sowas Absolutes. Es ist halt wie so ein Ameisenstaat. Sie sind nicht wirklich böse, sie kommen, sie assimilieren dich, sie gehen wieder. Das ist einfach. man kann ihnen nicht böse sein. Nee, sie sind halt nicht, sie sind nicht, also sie sind einfach, sie sind eine Art Urgewalt, sag ich mal. Und ist natürlich, was Eckiges ist aus Noppenstein besonders gut baubar. Ne? Absolut. Und wir werden da auch bei dem Großen, bei dem Kleinen aber, glaube ich, auch so ein bisschen dieses Neongrün dieses kommt da mit rein. Neongrün Ganz genau, richtig. im Untergrund haben, das dann so ein bisschen durchblitzt, dass man dieses grünliche Licht andeutet, Ganz was genau. Und der schick gemacht Cube hier mit diesem viel Kriebeligen ausstrahlt. und Ja, so. genau. Also das gefällt mir gut, muss ich sagen. Jawohl. Gefällt mir sehr gut. Das sind dann auch schon die 6 kleinen Modelle der ersten Welle. Welle, ganz genau. Es wird noch weitere Wellen geben, auch mit weiteren Minimodellen. Auch in der zweiten Welle wird es wieder 6 weitere von den Small-Size-Modellen geben. Also in den Small-Size wird es auch die größte Variantenvielfalt geben, weil da kann man sich das natürlich auch noch gut hinstellen. Die Display-Modelle, das werden wir im nächsten Video sehen, ja, eher solche Oschis, das ist schön, da kann man die attraktivsten, bekanntesten und populärsten Schiffe sicher machen, aber bei den allermeisten von uns dürfte dann der Platzvorrat dann doch relativ schnell erschöpft sein. Da kann man sich nicht irgendwie 50 verschiedene Schiffe hinstellen. Dafür sind eben dann auch die anderen Größen gedacht. In dieser Größe kann man das gut machen, dass man sich tatsächlich so, dass das ganze Star Trek-Universum, die Schiffe des ganzen Star Trek-Universums in dieser Größe dann durchaus ins Regal stellt. Ne? Das könnte dann auch mal sowas sein wie ein klingonischer Kreuzer oder wie so ein Schiff wie die Reliant, mit der Khan gegen Kirk gekämpft hat, so ein Schiff der Miranda-Klasse. Und vielleicht auch mal sowas wie dieses Earth Space Dock, diese große Raumstation, wo dann die Enterprise Verrat noch nicht so viel, Marco. Verrat noch nicht Ich sag doch nur Beispiele, ich verrate doch gar nichts. So, schau her, was haben wir noch? Was haben wir noch hier? Machen wir mal ein bisschen Platz. Wir dachten uns, so Gadgets im Maßstab 1:1 sind auch nicht verkehrt. Und natürlich müssen solche Gadgets dann auch funktionieren. Also, Scotty, das funktioniert nicht, aber man hat zumindest mal was zum Aufklappen. Und natürlich wird das Ganze in der Farbe, hier mit Gold und Schwarz und so, ihr seht es im Shop schon, schick aussehen, ist auch stabil genug, um es jetzt einfach mal in der Hand zu halten. Finde ich sehr schön. Und das aus der Originalserie, das hat noch ein bisschen mehr Charme als dieses Hochbeam, dieses kleine, was die dann einfach nur so an ihrem Shirt haben bei Next Generation. Da hat man hier noch was in der Hand. Das ist jetzt aber noch nicht fertig, kann sein, dass da auch noch der eine oder andere Print drauf kommt. Ne? Das kann sein, ja. Hier steht also dann hier auch auf jeden wieder Fall. Work in Progress. Ne? Genau. Dann, um bei der alten Serie zu bleiben, haben wir hier einen Typ 2 Phaser. Und natürlich kann man den rausnehmen. Den finde ich ja auch cool. Abfeuern kann man ihn nicht, aber er ist, sagen wir mal, stabil genug, um ihn mal in der Hand zu halten, um damit mal, keine Ahnung, durchs Wohnzimmer zu gehen. Schön. Und steht auch stabil, jawohl, Typ 2 Phaser TOS, also The Original Series. Liegt gut in der Hand. Ja. Gefällt mir. Und wenn wir dann eine Generation weitergehen, sind wir bei The Next Generation oder TNG. Und da sehen die Dinge dann eher so aus, da schießen sie dann so. Das hat mehr was von einer Pistole und das ist halt einfach ein bisschen moderner. Ne? Auch noch kunterbunt, ihr wisst ja, das ändert sich noch, aber hat doch auch was. Absolut. Und auch da sehr schön gemacht, solche Details wieder hier
mit diesen, ich weiß gar nicht, wie nennen sie sich? Das sind Technikelemente, wo man mit Zahnrädern reingreifen kann. Genau. Ne? Und dann hier, also das ist schön gemacht. Liegt gut in der Hand, ja. Schick. Richtig. Und könnte ich mir auch vorstellen, sowas, ich meine, das ist ja ein Typ 2. Es gibt auch Typ 3 Phaser, die sind dann schon, das ist dann eher sowas. Okay. Das wäre ja auch also noch, wird wieder größer oder nein, die haben die gleichzeitig gehabt? Die haben, ja, das hat vielleicht so ein Away-Team mal, aber wenn es dann wirklich um, keine Ahnung, die Verteidigung des Schiffes geht oder so, da werden dann auch diese größeren Gewehre mal ausgeteilt. Und sowas in 1:1, fändet ihr das gut? Das wäre aber so ein Oschin, das muss euch klar sein. Aber ich finde es gut. Du versprichst dir wieder Sachen, Marco? Ja, und dann haben wir hier noch. Das sieht nicht so direkt nach Enterprise aus. Nein, das ist eher sowas. Das ist sowas so Klingonisches, so ein klingonischer Dolch. Und diese klingonischen Dolche, die haben immer so eine Vorrichtung, dass man hier noch so ein Parier, sowas ausklappen kann. Und das hat unserer auch. Also von allein wieder einklappen tut er nicht. Das muss man dann per Hand machen. Aber es gibt hier so eine kleine Vorrichtung, mit der er ausfahren kann. Also kann man das hochdrücken und dann geht das auseinander. Kann man das hier so hochdrücken und dann geht das auseinander. Genau. Und auch das ginge natürlich theoretisch noch in größer, diese Baklett, diese zweihändigen Dinger, mit denen die sich da bekämpft haben. Aber da weiß ich nicht, da gerät man dann auch so an die Grenzen der Stabilität, was Noppensteine angeht, weil Klingen dürfen ja nicht super dick sein. Und, ne? Aber wobei wir schon festgestellt haben, bei eurem Feedback, darum ist uns das immer sehr, sehr, sehr wichtig, dass auch dieses Thema der 1:1 Gadgets bei euch ganz offensichtlich gut ankommt. Da waren wir erst so ein bisschen kritisch, waren wir uns nicht ganz sicher. Wir waren begeistert, aber haben wir gedacht, oh, wollen die das wirklich haben? Ist das wirklich? Aber kommt gut an. Ne? Es ist, ich meine, wenn man ehrlich ist, diese ganzen Noppenstein-Sachen sind in erster Linie Staubfänger. Aber es sind schöne Staubfänger. Ich meine, sowas in den richtigen Farben, das ist so eine Skulptur, das hat ein schönes Schild, das kann man sich doch toll hinstellen. Das wieder rausschneiden. Ich meine, alles, was jetzt kein ferngesteuertes Auto ist, mit dem man draußen rumfährt, ist ja, oder was für Kinder, mit denen die Kinder spielen. Man baut es, man hat Spaß am Bauen und man stellt es sich hin. Ja, aber in eine Vitrine. Ja, in eine Vitrine. Ohne Staub. Okay, gut, vergesst das mit dem... Aber es muss, wenn es schön aussieht und wenn es an das Hobby erinnert, dann ist es doch gut, ob es jetzt ein kleines Raumschiff oder so eine Sache in 1:1 ist. Das meine ich damit doch nur. Ja, jetzt versucht er sich hier wieder rauszuwinden. So, aber wir haben noch was. Das sind jetzt weitere Entwicklungsstadien der Medium-Size-Modelle, die wir beim letzten Mal schon mal vorgestellt haben. Ne? Der Borg Cube hier, da hat sich jetzt gar nicht so viel geändert. Der Ständer, glaube ich, noch mal ein bisschen. Genau, und vor allem halt das Schild. Das ist jetzt eine 6x6 Fliese, damit man sie gut bedrucken kann. Das ist der Punkt. Vorher hatten wir da gedacht, ja, wir nehmen irgendwie so zweimal das und so und machen das irgendwie breit, weil es kommt ja ein Sticker drauf. Nein, jetzt ist das ein Teil, weil wir es ja bedrucken wollen. Genau. Also was ihr hier seht, ist natürlich noch ein Sticker. Das ist jetzt für uns, um mal zu testen, wie sieht das aus. Das wird aber ein Print. Ja. So, ansonsten ist aber am Borg Cube nichts mit Print. Anders sieht das dann hier aus. Ganz anders. Ganz anders. Das, was ihr hier jetzt seht, also hier die Fenster rundherum, die Typenbezeichnung, hier hinten auf den Antrieben die Streifen und Symbole, das werden alles Prints. Genauso wie der Marco hat es eben schon gesagt, das Schild vorne dran. Jawohl, also USS Enterprise NCC 1701D, das Schiff der Galaxy Class und auch hier oben drauf diese Sternflottenbezeichnung noch, diese Linien, das werden alles Prints. Da freue ich mich sehr darüber, das ist toll. Und das ist technisch durchaus dann mitunter auch eine ganz schöne Herausforderung, das eben so zu machen, dass man die Teils genau so hat in der Größe und in der Positionierung, dass man halt auch einen Print drauf machen kann. Ein Print, der möglichst nicht über mehrere Teils geht. Ja. Gerade dann, wenn es jetzt ein Schriftzug ist oder so. Das ist schon aus technischen Erwägungen ist das sehr wichtig, soll ja am Ende auch gut aussehen. Und da muss man schon auch sagen, es ist nicht nur teurer, die Prints zu machen als die Sticker, sondern es ist schon technisch also auch nochmal eine extra Hürde, über die man da springen muss.
Aber alles, was ich bisher so gesehen habe, muss ich sagen, das hat unser Team dort sehr gut hinbekommen. Und das können wir auch hier nochmal sehr schön sehen. Hier sieht er auch vorne den Schiffsnamen. Und das ist was haben wir denn da? Das sind jetzt bisher noch zwei Teile. 2 Teile, die werden dann wahrscheinlich übereinander gemacht und gemeinsam bedruckt. Macht es natürlich auch noch mal etwas aufwendiger, halte ich aber für wichtig. Und hier am Rumpf die Linien hier wunderbar, unten mit diesen Fenstern noch, wie sich das gehört. Die sind da im Rumpf. Hier hinten noch die Bezeichnung. Genau. Und das kam als Kritik nach dem Video. Ja, aber im Shop steht doch Enterprise NCC 1701A und im Video sagt ihr doch, dass das die Refit Enterprise der ersten 3 Filme ist. Da habt ihr recht. Habe ich damals Unsinn erzählt? Nein. Denn als wir das Video gedreht haben, das ist schon länger her, genau. Damals dachten wir machen die Enterprise aus den Kinofilmen, und zwar aus den ersten 3 Kinofilmen. Also immer noch Kennnummer NCC 1701. Aber nicht aus der Serie, sondern die intensiv umgebaute, die sogenannte Refit Enterprise, wo Kirk und so weiter am Anfang des ersten Films frisch an Bord kommen. Die Warp-Gondeln sind anders, das Schiff ist 20 Meter länger geworden insgesamt und so weiter. Es hat sich einiges getan, Scotty flucht, vieles funktioniert noch nicht so richtig, Transporter funktioniert noch nicht so richtig. Schaut den Film, er ist spannend. Und ich dachte mir dann, ja Moment, die NCC 1701 ohne das A, aber aus dem Film, das ist sehr verwirrend, weil es ist beides NCC 1701, aber das ist die aus der Serie, das ist die aus dem Film. Und ich will jetzt nicht die Filme spoilern, aber in Teil 5 steht dann hier ein A und das hat einen Grund. Sieht aber genauso aus wie in den Teilen 1 bis 3. Deswegen habe ich vorgeschlagen, lass uns doch das Set NCC 1701A nennen. Dann ist es offensichtlicher, um welches Modell es geht, als dass man da noch Refit dahinter schreiben muss. Das sieht ja auf so einer Packung auch irgendwie blöd aus. Ja, da sieht man, was man alles denken muss. Da sieht man aber auch, der Marco hat richtig Ahnung. Also das Modell ist gleich geblieben, jetzt steht hier nur ein A und man kann dieses Schiff in den Filmen Episode 5 und Episode 6 bewundern. Ihr seht dabei aber auch, dass der Marco schon bei der Konzeption dieser ganzen Serie ganz massiv mitarbeitet, mitredet, mitentscheidet. Meistens entscheidet er sowieso alleine. Ja, jetzt hört nicht auf ihn. Ich darf dann immer nur die Arbeit machen. Nein, aber das ist toll. Es ist toll, dass ganz offensichtlich ihr diese Begeisterung dort mit uns teilt. Haben wir, Marco, jetzt noch irgendwas vergessen? So Fragen, die in den Videos gekommen sind und so weiter, die wir hier noch beantworten müssen, die wir vielleicht noch nicht beantwortet haben? Also die Frage nach Stickern oder Prints war ein Riesenblock, ja. Das haben wir beantwortet. Dann wurde teilweise schon die Frage gestellt, wie ist das denn, kann man das denn aus den USA bestellen oder von irgendwo bestellen und so? Also wir haben die Lizenz für die EU mit Großbritannien und Schweiz. Da werden wir das vertreiben. Wir werden das auch erstmal nur an Endverbraucher machen, also damit erstmal keinen Großhandel machen. Wir müssen selber erstmal gucken, wo wir da mengentechnisch und so weiter liegen werden. Wir werden da jetzt auch nicht irgendwie Händler in den USA oder sowas mit versorgen. Also der Vertrieb außerhalb der EU ist nicht angedacht und nicht geplant. Wir haben die Lizenz für die EU. Und die Briten haben mal ganz schön Glück gehabt, trotz Brexit, ja, dass die noch was davon. Ja, dass die gut. In Schweiz, wie gesagt, ist auch mit drin. Ja, okay. Dann die Frage Bluebricks Pro, Bluebricks Special kam hier oder da mal. Also das werden natürlich Bluebricks Pros. Ihr habt es ja vorhin schon gesehen. Es gibt einen schicken Karton um das Ganze natürlich auch. Selbstverständlich gibt es bedruckte Anleitungen und so. Also das werden Bluebricks Pro Sets. Jawohl. Ja, das sind, glaube ich, die wichtigsten Fragen. Jetzt wollen natürlich einige die größeren Modelle auch noch mal sehen, aber das machen wir in einem
Abgesehen von dem Hintergrund hier, das machen wir in einem weiteren Guck mal, da stehe ich Video. im Weg und keiner sieht was. Die sitzen da wahrscheinlich die ganze Zeit vor ihrem Tablet und sagen sich, kann der Klaus sich mal weggehen, der stört dort. Ihr könnt sie euch in unserem nächsten Preview-Video ganz groß hier mitten auf dem Tisch anschauen und die Enterprise D der Galaxy-Klasse. Genau, und dann haben wir noch 2 von den Shuttles. Ja. In Minifigurengröße, die wir euch ebenfalls noch im Detail vorstellen werden. Jawohl. Genau, so machen wir das. Bis dahin würde ich sagen, ihr wisst, Noppensteine kann man nie genug haben, weil man ja auch Raumschiffe nie genug haben kann. Demnächst gibt es mehr. Und euch wünschen wir viel Spaß beim Bauen. Das wünsche ich euch auch. Macht's gut. Bis dahin, tschüss.